Liebe Waage, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns an, was der August zu bieten hat. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Entschuldigt vorweg eventuelle Verkehrsgeräusche, Wortfetzen von Menschen, die vorbeilaufen. Ich bin auf Reisen und ja, so ein Video. Besser so als gar kein Video. Doch hier an diesem Plätzchen passt es energetisch für mich. Ja, schauen wir uns an, was der August zu bieten hat. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Innere Unruhe, irgendetwas kommt, irgendetwas passt nicht. Was ist los, liebe Waage? Ein Thema, wumm, mittendrin statt nur dabei, liebe Waage. Doch nimm es an, es geht gut aus, du blickst dahinter, du wirst von unseren Freunden da oben perfekt hindurch manövriert. Auch eventuell für manche Wagen, und ihr wisst, bei mir gilt immer, in Sachen Gesundheit, falls dies zufällig auf euch zutreffen sollte, immer einen Profi aufsuchen, einen Arzt, lasst euch von diesem beraten oder gar behandeln. Falls irgendjemand gesundheitlich einen Befund bekommt oder sich nicht wohlfühlt, seid beruhigt, es ist alles halb so schlimm. Ein Luftzeichen wie du, Wassermann, Zwilling oder auch eine Waage, verwickelt dich in irgendein Gespräch, verwickelt dich in eine Diskussion. Gut möglich auch, dass diese dich so überanstrengt, so mitreißt, so aufwühlt, dass du vielleicht Bluthochdruck bekommst. Magenschmerzen, irgendetwas. Du fühlst dich jedenfalls durch dieses Gespräch, was nicht mal jetzt gegen dich persönlich gerichtet ist, sondern vielleicht ist es ein Trigger, vielleicht, wie kann ich dir sagen, ist es eine Erinnerung aus der Vergangenheit. Jetzt kommen mir gerade Tränen in die Augen. Ja, liebe Waage, es ist etwas, was dir sehr nahe geht, was dich wahnsinnig aufwühlt. Doch warum geschieht das? Es geschieht deswegen, dass du dich endlich befreist. Wie ich in jedem Video zu sagen pflege, von allen 12 Sternzeichen der August steht unter dem Stern der Freiheit, innerliche Freiheit. Lass los. Doch um es loszulassen, musst du erstmal wissen, was loszulassen ist. Ja, das wird dir jetzt auf dem goldenen Tablett präsentiert. Ein Thema, wie gesagt, was dich aufwühlt, angeregt durch ein Gespräch. Trauer, ich höre Trauer. Traurigkeit. Sie sagen das leere Luftschloss, was auch immer das für dich bedeuten mag. Vielleicht geht es darum, dass du es bereust, einem Traum, den du einst hattest, diesen nicht weiter verfolgt zu haben, beziehungsweise dich nicht eingesetzt hast, auf dass er sich verwirklicht. Selbstvorwürfe sind an dieser Stelle, liebe Waage, in keinster Weise förderlich. Du weißt, es kommt immer alles so, wie es kommen soll und darf, und alles gehört dazu auf deinem Weg. Wisse, mitten in einem Sturm, wo die Wolken tief hängen,
Die Sonne ist trotzdem da, die Sterne sind trotzdem da und alles wird wieder sichtbar. So gebe die Hoffnung nicht auf, denn du hast 3 Menschen an deiner Seite. 3 Menschen, die dich wahnsinnig, wirklich wahnsinnig tatkräftig unterstützen, sei es auf körperlicher Ebene, auf emotioneller Ebene, in praktischer Ebene, ganz egal. Nimm diese Hilfe an, denn sie sind für dich da. Sie sind für dich da. Du musst da nicht alleine durch, in keinster Weise. Die geistige Welt sagt, bitte um Hilfe und sie wird dir gegeben. Auch dort gut möglich, dass du dich erstmal damit auseinandersetzen musst. Bist du überhaupt bereit, Hilfe anzunehmen? Oder bist du der taffe Einzelkämpfer, der sich aber dadurch das Leben selbst erschwert? Schauen wir uns die Hauptenergie an. Die Hauptenergie für die Waage. Die Hauptenergie für die Waage. Wow, viel zu viele. Das halbe Deck flog heraus. Das heißt, es steht dir sehr, sehr viel zur Verfügung. Eine Karte Hauptenergie. Schon wieder, sagt einmal. Hier, das halbe Deck ist rausgefallen. Hauptenergie. Sie sagen, die Waage muss sich zentrieren. Die Sonne. Ja, wie gesagt, es geht alles gut aus und Leichtigkeit erfährst du, wenn du leicht bist. Die Belastung, die du wahrnimmst, liebe Waage. Die Last in der Belastung. Sofern du dich nicht von deinen Emotionen mitreißen lässt, die da hochkommen, kannst du dich trotzdem der Leichtigkeit zuwenden. Die Philosophie, wie das Leben angesehen wird, das eigene Leben, das brauchst du jetzt. Jemand beschließt zu reisen, eine Fernreise, Flugzeug ausschlaggebend, Flugzeuge ausschlaggebend, und diese Reise bringt dir Leichtigkeit. Gut möglich auch, dass du durch die Sonne, was ja dem Sternzeichen Löwen attribuiert wird, mit einem Löwen verbunden bist, dieser dir Leichtigkeit schenken mag. Auch wirst du zu einem Fest eingeladen oder du gehst zu einem Fest im August und erfährst von einem Fest, wie auch immer. Du hast Grund zum Feiern. Die Frage ist, lässt du die Leichtigkeit los? Also ich sag dir, die Leichtigkeit los. Nimmst du die Leichtigkeit an? Lässt du die Leichtigkeit in dein Leben? Alle Karten fallen nur so raus. Also der August ist bei dir schon sehr, sehr bewegt, energetisch sehr kraftvoll, ausschlaggebend. Wisse, all diese Energien zu nutzen, liebe Waage, denn ich höre jetzt Fallobst. Was ist mit Fallobst? Also ich glaube, meine Spirits sind auch wahnsinnig aufgeregt, nachdem ich hier an einem ganz anderen Ort aufnehme, in einem ganz anderen Land. Auch hier sind ganz andere Energien. Ich nehme gerade wahr, eine Gestalt, eine Energie, die ganz zaghaft und zögerlich auf mich zukommt. Und liebe Waage, ja, vielleicht nimmst du auch etwas wahr aus der feinstofflichen Welt, was da auf dich zukommen möchte. Ja, schau her.
Feuerzeichen, Luftzeichen. Der Sturm, das Gespräch, das einen Sturm auslöst oder dich wie in einem Sturm mitreißt. Nutze diesen Sturm, um zu bündeln, deine Energie, deine Kraft zu bündeln, um dich neu fokussiert auszurichten. Denn genau aus diesem Sturm heraus, den du innerlich, hoffentlich nicht äußerlich, aber es ist ja immer wie innen so außen, wahrnimmst und miterlebst, ist ein ganz, ganz großer Lernprozess für dich dabei mit enthalten. Lernprozesse sind ja sehr oft so belastend, doch wenn du es schaffst, es neutral zu betrachten, dich persönlich dort herauszunehmen, dann kannst du da ein ganz neues Projekt daraus erkennen und entwickeln. Für manche ist eine Beerdigung irgendwie ausschlaggebend oder es geht um eine Urnenbestattung. Es geht darum, die eigene Verletzlichkeit anzunehmen, diese auch außen zu zeigen. Und Sie sagen jetzt, hat wieder gar nichts damit zu tun, es tut mir furchtbar leid, dass das alles so durcheinander kommt. Sie sagen mir, schließt die Fenster, wenn es draußen stürmt, ihr vergesst irgendein Fenster zu schließen und das knallt dann ständig auf und zu durch den Windfall und dabei kann die Fensterscheibe zerbrechen. Also achtet drauf, dass wenn es stürmisch wird draußen und windig, dass die Fenster geschlossen sind oder beziehungsweise gut eingehängt sind. Ja, Zwischenmenschliches, trage deine Verletzlichkeit nach außen, denn auch die macht dich persönlich aus. Wir tendieren leider dazu, uns immer so stark zu zeigen und nichts kann uns umhauen. Doch, liebe Waage, damit ist jetzt Schluss. Denn der August möchte dich befreien von allem, von allen Fake-Aspekten, die du von dir selbst hast und die du anderen zur Wahrnehmung bereitgestellt hast. Auch kommt etwas auf euch zu, was eure Finanzen aufbessert. Dies kann eine Hinterlassenschaft sein, dies kann ein neues Projekt sein, eine neue Anstellung oder ihr bekommt einfach etwas Materielles geschenkt, was die Finanzen aufbessert. Auch kann es sehr, sehr gut möglich sein, dass, ich höre sogar 50% der Wagen, die mir hier zuschauen, also recht viele, dass ihr aus euch heraus eine Idee entwickelt, ein neues Projekt daraus entstehen darf und Sie sagen, sofern ihr es mit Leidenschaft verfolgt, hat es sehr, sehr große Zukunftschancen, auf dass es euch Stabilität und Sicherheit bringt und langfristigen Erfolg. Die Energien im August, das dürfen wir nicht unterschätzen, sind sehr herausfordernd. Doch nimm die Herausforderung an, denn es geht um die Befreiung. So oft wurdest du fehlgeleitet, so oft hast du dich selbst fehlleiten lassen, nicht auf deine Intuition gehört, Umwege bist du gegangen und es geht darum, was ist für dich erreichbar? Was denkst du, was für dich erreichbar ist?
Ganz, ganz wichtig. Denn der August möchte, dass du etwas verfolgst, etwas weiter verfolgst. Und wenn du nicht dran glaubst, ja, warum soll es dann positiv enden? Der Glaube ist unabdinglich, liebe Waage. Lass dich nicht von irgendwelchen Hierarchieformeln abschrecken. Jeder ist gleichwertig, jeder kann alles erreichen. Und so auch du. Doch du musst daran glauben, dass du es erreichen kannst. Und dann wirst du es erreichen. Fruchtsäfte Ausschlag geben. Obst und Gemüse. Mehr Obst und Gemüse. Ja. Du wirst es allen beweisen, liebe Waage. Allen. Vor allem dir selbst. Die Frage ist, wie viel Effort benötigt es? Wie viel Effort bist du bereit einzusetzen? Und vom Erdzeichen, insbesondere einem weiblichen, insbesondere einem Stier, kann aber auch ein Steinbock oder eine Jungfrau sein, doch hier haben wir einen Stier. Ja, von dem lässt du dir gar nichts mehr sagen, beziehungsweise nichts mehr nehmen. Wir machen weiter im Extended. Wie gesagt, den Link findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Wir gehen weiter ins Detail mit dem Tarot. Ich warte dort auf dich. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Ciao.